Wir gehen rein ins Korean Chicken Bun. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal, bei unserem Zweitkanal, genauer gesagt Big M TV. Und wir sind heute wieder in Hamburg unterwegs. Wir testen heute die 2 angesagtesten Foodspots in ganz Hamburg. Im Hintergrund könnt ihr es vielleicht schon sehen, wir sind bei Buns Street Food, die für ihre Buns bekannt sind. Ich habe schon so viel gelesen, so viele Food-Influencer, die hier waren. Instagram, TikTok, natürlich auch alles sehr bekannt und sehr viral gegangen. Und natürlich, wie ich es eben bereits erwähnte, durch die Buns. Eigene Kreationen, die man vor 3 Jahren entwickelt hat und so erfolgreich waren, dass man die Speisekarte bis heute kaum geändert hat. Immer mal wieder Anpassungen, aber auf die Basics sich weiterhin konzentriert. Barbecue, Korean Fried Chicken, Cheeseburger-Varianten, all das in einem schönen Brioche-Brot, das man nicht ganz so süß gemacht hat, sondern auch leicht angepasst hat. Mittlerweile regional mit einer eigenen Bäckerei zusammenarbeitet. Das hört sich sehr vielversprechend an. Ich habe viel gelesen, viel gehört. Ich würde sagen, wir starten mit unserem ersten Spot, bevor es natürlich gleich noch zum nächsten Spot weitergeht und schauen natürlich, was Buns Street Food so zu bieten hat. Damit ist es soweit, ihr habt die Eindrücke gesehen und Leute, jetzt mal kein Mist. Also allein schon von diesen Bildern kann man das Ganze, wenn man heutzutage nach Social Media geht, ja jetzt schon verstehen. Ihr seht es ja auch hier, ne? Das sieht einfach zum Anbeißen aus. Das sieht schon wirklich, ich sag mal, zu schön aus, um es gleich zu essen und zu probieren, weil es wirklich so fancy aussieht. Ne? Wie gesagt, seit 3 Jahren gibt es das und man hat, weil es so gut ankommt, ich habe gehört, am Wochenende kann man hier bis zu einer halben, dreiviertel Stunde anstehen und auch warten dann noch aufs Essen zusätzlich, weil so viel dann hier los ist und hier ist geräumig schon richtig viel Platz. Ne? Also man will auch nicht expandieren, weil man sagt, ey, wir wollen auf Qualität setzen und da sind wir jetzt gespannt, ob das Ganze auch stimmt und damit testen wir das Ganze jetzt auch. Ihr seht, das Ganze kommt immer mit Menü. Wir haben hier einmal Süßkartoffelpommes, normale Pommes und dann auch mit den 2 Dips. Hier vorne haben wir das sogenannte Caesars Bun. Das Caesars Chicken Bun, das beinhaltet natürlich, wie man schon oben sieht, schön Parmesan oben drüber. Ich hoffe, es hält nicht aus. Bis jetzt hält's und natürlich deswegen der Name sogenanntes Caesars Dressing. Dazu ist halt, ne, weil es halt Caesar Chicken ist, so ein Crispy Chicken mit da drin. Römersalat und dann schließlich noch eine Tomate. Das ist das allererste und wie gesagt 2 Dips dazu. Da muss ich jetzt gleich, weil es hier auf jeden Fall verschiedene sind, mal so ein bisschen testen. Und ich würde sagen, wir gehen ins erste rein ins Caesars Chicken Bun. Machen uns hier mal so ein bisschen Papier runter und dann würde ich sagen, erster Bissen, let's go. Oh, Halleluja, ist das himmlisch. Zum einen, und das, obwohl ich sag mal in Anführungsstrichen mittlerweile, weil es halt auch trendy ist, so ein bisschen auf weicheres Brot stehe, ist das so ein geiles getoastetes Brot und dazu dieses Caesars Dressing mit dem Parmesan schmeckt unfassbar geil. Also wirklich Leute, 1A, ne? Auch das Chicken richtig, richtig crispy. Und dazu halt wirklich, ich sag mal, innen drin richtig saftig. Also das erste Ding, das ist schon echt ein Brett, ne? Gehen jetzt mal rüber zu den nächsten, bevor die zu kalt werden. Ich würde sagen, wir drehen das Ganze einmal und dann packen wir uns das Korean Fried Chicken. Auch hier hat man dieses sogenannte Crispy Chicken mit dabei. Dazu das Ganze aber in einer Korean Spice Soße glasiert, wie es heißt. Sesam, Cheddar, Tomat, Frühlingszwiebeln, Römersalat und als Abschluss noch ein bisschen Mayo dazu. Oh, und das Ganze hört sich auch wieder nicht nur geil an, sondern sieht geil aus. Und ich glaube, wenn das nur ansatzweise so schmeckt wie das gerade, dann wird das himmlisch. Wir gehen rein ins Korean Chicken Bun. Beißen zusammen rein. Und auch das schmeckt richtig gut. Wisst ihr, was das so einzigartig macht, was man sofort rausschmeckt? Diese Sesamstücke, die mit dabei sind. Diese Sesamstücke, die haben echt so, verleihen dem Ganzen so einen richtig, ich sag mal, wirklich von diesem typischen Sesam nochmal einen anderen Geschmack, wie ich es sonst halt kenne. Aber auch unnormal crispy, ne? Durch den Salat halt auch noch knackig. Also da hat man wirklich Kreationen gefunden, die ich in der Art und Weise, vor allem mit dem Brot, noch nie gegessen habe. Ich würde sagen, die Musik wird hier ein bisschen aufgedreht. Da beißt man gleich nochmal rein. Also richtig, richtig geil, da muss man schon sagen. Also schmeckt richtig gut. Stand jetzt nach so den ersten beiden Bissen, würde ich tatsächlich sagen, hat mich durch dieses Caesars Dressing so ein bisschen mehr gecatcht. Aber echt top, muss man schon sagen. Nimm uns jetzt auch mal, ich sag mal, eine passende Serviette dazu. Kriegt man immer damit so dabei. Hier mit diesen, ich sag mal, Messern und Gabel, was man sich auch wahlweise nehmen kann. Auf dem Kanal wisst ihr das, brauchen wir es nicht. Machen uns trotzdem mal ein bisschen sauber. So, dann testen wir auch hier, ich würde sagen, das erste Mal die Pommes, weil die hat man nämlich drüben auch.
Auch die sind gut. Sind jetzt gar nicht, ich sag mal, die besten, die ich bisher so gegessen habe. Aber die schmecken auch mal nach richtig schön knackigen Pommes. Ne? Von außen richtig schön, ich sag mal, knusprig und dann von innen noch schön weich. Dippen das mal so in die erste Soße rein. Sieht schon fast so nach Trüffelmayo aus. Aber ich weiß es nicht, probier mal. Finde ich gut oder gut? Trüffelmayo. Ich wusste es wirklich nicht. Sieht schon danach aus. Ich habe es jetzt auch noch gar nicht gerochen, weil hier so viel riecht. Aber auch die schmeckt richtig gut. Gehen wir in die zweite rein. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, welche das jetzt ist. Eine Senfsoße. Also ich habe sowieso gelesen, dass das alles hausgemachte Soßen sind, aber es ist wie gesagt eine Senfsoße, ist sogar ein bisschen süßlicher. Ich schaue gleich mal nach. Ich meine mal auch was gelesen zu haben bei den Soßen, dass es auch ein bisschen mit Honig ist. Kann sein, dass es wirklich jetzt auch Honigsenf ist, aber hier kommt definitiv der krasse Senfgeschmack durch. Ich würde sagen, hier drüben hatten wir ja auch noch 2 andere Soßen. Auch da gehen wir noch mal kurz rein. Sieht so nach Yuppie schon fast aus oder Harissa. Würde ich jetzt gar nicht direkt rausschmecken, könnte auch, ich sag mal, eine hausgemachte Soße sein, die vielleicht so mit hier auf dem Band oder so mit drauf ist. Wie gesagt, kann ich bis jetzt noch nicht, war aber auch relativ lecker. Gehen jetzt mal in die nächste, hier ist nämlich noch eine. Die sieht so, ich sag mal, ein bisschen heller aus. Die ist spicy. Die ist sogar richtig, richtig spicy. Ich schaue noch mal gleich nach, welche Soßen das noch mal genau waren. Aber die ist richtig spicy gewesen. Oh, die ist was für mich. Aber die ist schon, die hat so einen leichten Touch. Dann würde ich sagen, gehen wir ins letzte, ins Barbecue-Bun. Oh, und auch das sieht einfach, also Leute, ne, das sind auch Dinger, die sind halt wirklich für Bilder und Fotos gemacht, ne. Das sieht einfach zu schön aus. Oh, Halleluja. Das Barbecue-Bun, ich würde schon sagen, könnte man sich jetzt streiten, ob, ich sag mal, das Parmesan besser aussieht, das Fried Chicken oder das Barbecue. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welches für euch jetzt so, ich sag mal, am anschaulichsten war. Ich hol's mal ein bisschen mehr raus, denn man sieht jetzt bei dem Barbecue-Bun ist es tatsächlich mit einem Beef Patty, dann Cheddar, karamellisierte Zwiebeln, wie ich sie liebe, Römersalat, natürlich die Barbecue-Soße und auch hier Mayo, wie man es natürlich oben schon drauf sieht. Oh, Leute, ich glaube, das wird geil. Rein da. Das ist ja der absolute Shit. Halleluja. Also das kommt wirklich, ich sag mal, so diesen typischen Burgergeschmack nahe, durch halt das Fleisch, ne? Aber durch das Brot schmeckt es so, wie ich es halt noch nie probiert gegessen habe, ne? Aber schmeckt unfassbar gut, aber vom Geschmack her könnt ihr euch das wirklich wie so einen, ich sag mal, richtig, richtig geilen Burger vorstellen. Durch das Barbecue, durch das Beef und natürlich auch den Käse. Und ich sag mal, die Mayo verleiht dem Ganzen dann doch nochmal so eine andere Würze. Aber schmeckt brutal, ne? Ich will jetzt mal hier nochmal so richtig schön in die Seite reinbeißen, ne, wo das Barbecue rauskommt. Ja, Leute, unfassbar lecker. Unfassbar lecker. Also es ist einfach, es ist ein Traum. Also es schmeckt wirklich, ich bin jetzt schon, man sieht auch jetzt, könnt ihr gar nicht sehen, ich mache mal hier so ein bisschen am Papier, sieht man schon so ein bisschen, wie es runtersaftet. Also es schmeckt bombastisch. Es schmeckt wirklich bombastisch. Also ich sag mal so, hier der Hype, der Trend, das Angesagte hält, was es verspricht, zumindest was die Buns angeht. Ich merke sogar gerade jetzt, wie so nachkommt, so eine Pfeffernote. Oh, man schmeckt so richtig vom Fleisch jetzt nochmal so Pfeffer. So, ich will jetzt gar nicht sagen so Pfefferkörner, aber man hat wirklich so im Abgang so einen Pfeffergeschmack. Ne? Also auch richtig gut gewürzt. Dann haben wir, glaube ich, jetzt nur noch die Süßkartoffelpommes. Aber die probieren wir erstmal so. Also Stand jetzt würde ich mich tatsächlich für die Süßkartoffel wie so oft entscheiden. Ist einfach so, mittlerweile mag ich sie einfach als Pommes, sage ich mal, besser. Aber die schmecken schon wirklich richtig gut. Sind auch von innen außen kross und von innen richtig, richtig schön weich. Ich glaube, das sieht so, was wir jetzt noch hier so haben, nach so einer Käsesoße aus. Jo, wenn man es schon so dippt, man sieht, dann muss man es ein bisschen umrühren. Oh, da bleibt schon eine stecken. Probier das mal mit Käsesoße. Kein Scheiß, die Käsesoße brutal mit den Pommes. Vor allem, um es, ich sag mal, jetzt richtig dreckig zu machen, vielleicht machen wir es gleich noch einmal, das hier so drüber, das reintumpfen. Ich glaube, das machen wir gleich noch einmal mit dem hier in die Käsesoße rein. Ich glaube, das ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, das ist der Shit. Dann sieht das noch hier, upsi, leicht verschluckt, sieht noch wie so eine Barbecue-Soße aus. Auch da gehen wir noch mal mit den Süßkartoffelpommes rein. Ist tatsächlich Ketchup, also Classic Ketchup würde ich jetzt sagen. Jetzt vielleicht auch mit ein bisschen was anderes noch so dabei als Gewürz, aber man schmeckt definitiv so, ich sag mal, am krassesten jetzt so den typischen Ketchup-Geschmack. Würde mir jetzt am wenigsten holen, was mich am wenigsten gecatcht hat. Ne? Also Trüffelmayo bin ich sowieso Fan, der Käse absoluter Wahnsinn, aber auch die Soßen insgesamt können sich definitiv sehen lassen. Da ist Soßen, ich sag mal, einfach Geschmack mit dabei, aber wisst ihr was, jetzt noch einmal machen. Wir nehmen uns jetzt noch einmal das Barbecue-Ding und dumpfen nochmal in die Käsesoße zusammen rein und danach lasse ich es mir nochmal so richtig, richtig gut gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich es anpacken soll. Ich bin übrigens Linkshänder. So, genau das machen wir jetzt hier, wie ihr es sehen könnt. Und so sieht es dann aus. Ne? Richtig, richtig schön in der Käsesoße. Ach,
Das tun wir mal jetzt nochmal zusammen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Genau, das ist es. Schaut mal hier, wie gesagt, wie richtig kross, saftig das Fleisch darunter läuft, mit den Soßen, das kombiniert. Leute, es ist der absolute Wahnsinn. Also wie gesagt, es schmeckt richtig, richtig gut. Ihr wisst schon jetzt gar nicht, was wir besser machen. Ihr werdet das eine oder andere noch testen. Vielleicht komme ich noch auf die eine oder andere schmutzige Idee, was man kombinieren kann. Und dann kommen wir gleich noch zum kleinen Abschlussfeedback. So Leute, ich glaube, wir waren auch genau zur richtigen Zeit hier, denn ich kann euch eins sagen, der Laden ist brechend voll. Wir haben uns schon, ich sag mal, im hinteren Bereich gesetzt, wo es so noch ein bisschen ruhiger war. Da waren wir die Einzigen, jetzt ist das Ding komplett voll. Also ich sag mal so, sind auch gleich froh, glaube ich, wenn wir weg sind, damit hier auch noch mal ein bisschen mehr Platz ist und ich sag mal, die Nächsten kommen können. Also wie gesagt, Mittagszeit, 12 Uhr, war noch okay, haben gerade aufgemacht, jetzt schon so 14 Uhr, es wird schon echt voll und ich habe gehört, 18 Uhr muss wohl komplett Rush Hour sein. Also sucht euch gerne mal den Spot hier aus. Ich kann den absolut nur empfehlen. Wie gesagt, das erste Mal hier, der Hype hält es, was verspricht. Wir räumen jetzt hier auf und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich noch beim nächsten Foodspot wieder, der ebenfalls so trendy und angesagt sein soll. Sind wir gespannt, ob das Ganze auch das verspricht wie jetzt hier. Sehen wir uns gleich da. Bis gleich. So Leute, Station Nummer 2 und von Banz ist es gar nicht so weit entfernt zum nächsten Trendladen angesagten Spot. Schnitzery, das Original aus Berlin, das für Symbiose aus, und das finde ich nämlich ganz witzig, Käse, Schnitzel und Macaronis steht. Das Ganze ist, ich sag mal, einzigartig kombiniert und soll, wie es heißt, so eine richtige Geschmacksexplosion sein. Bin natürlich gespannt, ich sag mal jetzt auch so zu gerade, wie das Ganze natürlich, ob das getoppt werden kann oder vielleicht eine ganz andere Richtung ist, dass man es gar nicht vergleichen kann. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich auch Social Media mega im Trend. Ich höre viel davon, lese viel davon und jetzt testen wir das Ganze das erste Mal zusammen in Hamburg. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch in ganz anderen Städten, vielleicht auch bei euch schon. Und dann bin ich mal gespannt, wie Schnitzel schmeckt. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die Eindrücke sind, wie es vielleicht auch zubereitet wird und vor allem, wie es gleich auf dem Tisch und in unserem Magen aussieht. Netterweise hat man uns an dem Tag Einblicke hinter die Kulissen geben können. Natürlich einige Sachen nicht, die geheim bleiben sollen, aber die schöne Zubereitung und natürlich, wie es hinter den Kulissen in der Küche aussieht, das hat man uns gewährt und ich wünsche euch damit jetzt viel Spaß, bevor wir gleich auf die einzelnen Sachen eingehen mit den Zubereitungen von Schnitzery. Damit ist es soweit. Ihr habt die Eindrücke gerade gesehen, was fertig gemacht wurde. Und wir haben hier von jedem Produkt eins. Also insgesamt 4 Stück, den sogenannten Shred haben wir hier vorne. Dann die sogenannten Garlic Parmesan Fries. Wie der Name schon sagt, hier wird meiner Meinung nach viel mit Knoblauch gearbeitet. Also das könnte genau was für uns sein. Ne? Dann seht ihr hier oben drüber schön so Parmesan mit dabei, dazu unten Pommes und richtig mächtig, glaube ich, auch Soße und alles mit dazu. Wie gesagt, das sind die Parmesan-Fries. Dann kommen wir zum Schnitzery Bestseller. Ne, ihr seht hier, ich muss auch ehrlich sagen, das ist richtig schwer. Ne? Also ich glaube, das knallt richtig rein. Ne? Hier muss man sich auch, ich sag mal, echt so ein bisschen zurechtfinden, weil man hier, ich sag mal, diese Stehplätze, Sitzplätze halt hat. Ne? Und was ich gerade schon gehört habe, das muss wohl aktuell, das Ganze hier in Hamburg gibt es erst seit 2 Monaten, also das Original aus Berlin, man expandiert halt jetzt. Am Wochenende ist wohl die Schlange, ich sag mal, wohl meterlang, halbe, dreiviertel Stunde anstehen. Ich bin gespannt, ob das Ganze gerecht wird. Es sieht schon wirklich richtig cool aus. Ne? Bei dem Bestseller ist klassisch diese Combo Mac and Cheese, also so in der Art. Es ist aber dann diese Macaroni mit Käse, das Chicken Schnitzel mit dabei, Krautsalat, Röstzwiebeln und wahlweise gibt es das Ganze mit Rotkohl noch. Ne? Normalerweise ist es nicht mit dabei, aber man hat gesagt, ey, wir machen es jetzt hier mit dabei, dann ist halt alles, ich sag mal, mit drin. Ne? Das ist der Bestseller. Den Shred, da schauen wir gleich nochmal nach. Und hier haben wir noch den sogenannten Spicy Burgery, denn man hat auch Burger. Das heißt, diese 4 Sachen gibt es hier halt insgesamt. Bevor das Ganze abkühlt, probieren wir das jetzt und schauen, ob es Ganze auch schmeckt. Wir fangen natürlich mit dem Bestseller an, ne? Gehen mal richtig schön rein. Probieren das Ganze mal mit ein bisschen Krautsalat hier. Nehmen uns gleich das Chicken mit dazu. Oh, es dampft richtig, ne? Schaut mal hier, wie es dampft, ne? Also so sieht es dann noch aus. Das heißt, es bleibt wirklich richtig warm, ne? Unten, wie gesagt, die Macaroni mit Käse, Schnitzel und dann Krautsalat und Rotkohl. Wir haben alles mit drin direkt. Da beißen wir rein. Wow, also ich muss wirklich sagen, es schmeckt besser als ich dachte. Diese Garlic Spicy Soße, ich weiß, warum es der Bestseller ist. Knoblauchgeschmack und so eine leichte Schärfe.
Man kann sich das so ein bisschen, ihr könnt diese Schärfe, kennt, wer zum Beispiel Döner oder sowas oder Pizza mit ein bisschen scharf. So ist ungefähr der Schärfegeschmack. Also gar nicht zu krass, sondern wirklich, wenn man so sagt, ey, ich möchte den Döner oder Pizza so ein bisschen scharf haben, so ist es ungefähr auch hier, wenn man dieses quasi Garlic Spicy nennt. So könnt ihr euch vom Schärfegrad vorstellen. Ansonsten der ersten Bissen gerade mit den Macaronis, mit dem Schnitzel, was wirklich gut schmeckt, auch von der Qualität her. Ne? Ich sag mal, Chicken Schnitzel schmeckt wirklich gut. Also kein Scheiß, ich kann wirklich jetzt gerade bei dem, weil dafür steht ja das Ganze, das ist, ich sag mal, wirklich der Bestseller und das, glaube ich, wo Schnitzel für steht, dieses Macaroni, Krautsalat, Chicken. Es ist nun mal eine richtige Alternative zu, ich sag mal, Döner und was man alles kennt, weil nur mit dem Krautsalat, Chicken, Spicy ist es ähnlich, aber mit den Macaronis. Hey Leute, dass man da nicht früher drauf gekommen ist, ich liebe Nudeln, also für alle, die die Nudeln lieben, mögen, mit Käse, was gibt's denn Geileres? Also es schmeckt wirklich, ich betreibe nicht, es schmeckt wirklich gut. Dann würde ich sagen, packen wir uns mal unsere Parmesan Garlic Fries, ne? Wie der Name schon sagt, Knoblauch wieder mit dabei, Parmesan. Also es ist schon sehr mächtig alles, ne? Das muss man schon sagen, ne? Das knallt schon ordentlich rein, ne? Auch hier die ganze Pommes komplett bestrichen mit Parmesan, mit Soße. Und auch hier muss man sagen, ist es halt wirklich so, ich sag mal, dass durch diese extremen Geschmäcker von Knoblauch, von Käse, Parmesan halt, ne? Das Ganze natürlich halt wirklich, ich sag mal, zu einer Geschmacksexplosion führt, weil diese Komponenten an sich sehr mächtig sind. Ich sag mal, als Feinschmecker kann man wirklich sagen, ist es vielleicht too much? Kann ich auch jeden verstehen, der vielleicht nicht darauf steht. Aber ich muss schon sagen, das knallt richtig, richtig rein. Also man schmeckt wirklich krass das Ganze, ne? Will aber jetzt, ich sag mal, unten auch mal die Qualität von einzelnen Pommes ohne probieren. Habe jetzt tatsächlich mal geschafft, eine Pommes ohne. Da ist es jetzt wirklich so, wenn ich sage, das sind keine schlechten Pommes. Ich würde es jetzt so mit klassischen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Imbiss-Pommes vergleichen. Also so kann man es sich halt vorstellen. Sind ein bisschen knackiger, ne, schmecken gar nicht schlecht, will ich gar nicht sagen. Aber sind jetzt auch nichts Besonderes. Aber die Kombination, die macht's halt. Dann würde ich sagen, packen wir unseren Burger mal aus. Und das finde ich nämlich krass. Es ähnelt nämlich so ein bisschen an Grade. Es sieht auch hier ähnlich, oder es ist so halt eine Brioche-Toastbrot, sage ich mal, was getoastet wird. Und da haben wir natürlich auch wieder das Chicken mit drin. Wir haben Röstzwiebeln mit drin. Wir haben jetzt ja, wie gesagt, den Spicy mit Jalapenos. Ne? Und auch hier die Garlic- und Spicy-Soße. Dazu halt ein bisschen Eisbergsalat und auch Krautsalat. Ich denke mal, das Ganze macht es aus. Wie gesagt, man sieht es ja auch ganz schön hier. Und da beißen wir mal einen richtig fetten Bissen rein. Also, ich muss wirklich sagen, jetzt zu gerade ist das eine andere Nummer, was den Burger angeht. Ne? Also das, ich sag mal, Bun war es ja drüben, aber man kann schon jetzt ähnlich vergleichen, was das angeht. Wer jetzt, ich sag mal, gibt es vielleicht Alternativen mittlerweile, schmeckt aber trotzdem. Das darf man nicht vergessen. Also es ist, ich sag mal, jetzt meckern wir auf hohem Niveau, weil auch hier schönes Brioche. Ne? Es ist auch richtig weiß, trotz dass getoastet wurde. Ich würde tatsächlich sagen, mit so ein bisschen Butter noch angebraten. Und dann, wie gesagt, hier das Crispy Chicken. Also es schmeckt wirklich gut hier, muss man schon sagen. Würde ich sagen, das ist das Beste, aber es schmeckt wirklich gut. Eisbergsalat ein bisschen dazu und diese Garlic Spicy Soße, die schmeckt mir persönlich. Kann auch sein, dass dem einen oder anderen nicht schmeckt, aber auch hier gibt es ja 3 verschiedene Varianten. Gibt natürlich noch den Bestseller und noch einen mit Knoblauch. Wie gesagt, wir haben wurde gefragt, ob wir Spicy mögen. Natürlich mögen wir Spicy. Und dann kommen wir zum Schluss. Unser Wrap, auch der wird noch mal gegrillt am Ende, habe ich gesehen. Das finde ich auch, ich sag mal, hat mich so ein bisschen an Shawarma erinnert, wo das ans Feuer dran gehalten wird. Ne? Check Shawarma City ab, beste Shawarma in ganz Deutschland, glaube ich, in Düsseldorf. Und so sieht das Ganze auch da bin ich mal gespannt. Der sogenannte Shred, ne, der ist, sag ich mal, wurde mir gesagt, wird individuell angepasst. Ne? Hauptkomponente ist auch hier natürlich das Mac and Cheese drin, das Schnitzel wieder drin und dann kann man sich die Toppings frei wählen. Ne? Also es ist wirklich, ich sag mal, alte Kreationen wie so ein Wrap, Sandwich, Döner, was weiß ich, so Burger, was man halt nur jetzt, sag mal, in Anführungsstrichen neu mit Schnitzel und Mac and Cheese. Und bis jetzt schmeckt es wirklich gut. Und auch hier ist definitiv wieder die Spicy-Soße mit drauf. Also das muss man schon sagen, ne? Hier, ich meine, mein Geschmack trifft perfekt, ist auch wieder spicy und ihr seht hier das, was ich meine, ne? Man kann es sozusagen, ich sag mal jetzt vielleicht, und nimmt es mir nicht böse, wie so eine Art Dürüm oder so jetzt nehmen, ne? Also ich sag mal, das, was der klassische Döner halt ist mit Wrap und dann diese Sachen drin, deswegen sage ich, es ist aber nur neue Komponente. Es ist ein Sandwich halt, ne? Aber so ähnlich könnt ihr das euch auch vom Brot vorstellen, ne? Mit dem Krautsalat. Auch hier wieder Rotkohl mit drin. Ne? Und dann, wie gesagt, typisch Jalapenos, die da mit dazukommen. Deswegen auch ein bisschen spicy. Das Schnitzel als Grundlage und natürlich die Macaronis mit Käse. Also auch das, muss ich sagen, schmeckt echt geil. Ne? Ich werde definitiv jetzt noch das eine oder andere ein bisschen testen.
Und danach kommen wir auch hier zum kleinen Abschlussfeedback. Aber stand jetzt Daumen hoch, schmeckt wirklich gut. Auch hier darf das kleine Abschlussfeedback nicht fehlen. Und was ich euch noch mitteilen wollte, ein, zwei Sachen, das ist mir nämlich gerade aufgefallen. Ich habe euch ja gesagt, die Bowl ist schwer. Das war die L-Bowl. Das heißt, das Ganze gibt es noch in XXL. Ne? Also schaut mal hier, so passt das Ganze noch da rein. Und ich muss ehrlich sagen, das haut mich weg. Ne? Also nicht nur geschmacklich, sondern dann auch wirklich, sage ich mal, von den Portionsgrößen. Also das scheppert richtig rein. Ne? Ist jetzt auch nicht billig. Ne? Die L-Box zum Beispiel mit 11,90, die XXL-Box mit 16,90. Wie gesagt, für Fastfood ist das dann schon ein Verhältnis, wo man sagt, gönnt man sich, ja oder nein. So, ne? Aber geschmacklich haben die mir nochmal gerade gesagt, das Hähnchen jeden Tag frisch geliefert und dann panieren die das selber. Man darf das nicht zeigen, weil es halt Geheimrezeptur vom Franchise, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da legt man viel Wert drauf, dass sich das jeden Tag wie Salat, wie zum Beispiel das Öl von der Fritteuse, wohl alles jeden Tag frisch ist. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht sehen, aber so wurde es mir gesagt, so ist es halt. Ne? Und ich muss sagen, man schmeckt es wirklich auch raus. Ne? Also es ist kein 0815, das muss ich wirklich sagen. Ich habe auch gerade gesagt, ich bin überrascht, dass es wirklich so gut ist. Und von mir kriegt auch Schnitzery eine absolute Empfehlung. Ne? Wie gesagt, man kann die beiden Spots gar nicht miteinander vergleichen. Das eine waren richtig, richtig geile Buns, Burger, Schrägstrich so. Ne? Und das hier ist mal was ganz Neues. Also ich kann beides verstehen, beide Hypes, beides Daumen hoch. Eine 8 bis wahrscheinlich eher 9 von 10 sogar. Und ich würde sagen, geiles Video. Geile Spots in Hamburg. Checkt das gerne ab. Schreibt ihr mal gerne, ob ihr schon mal bei dem einen oder anderen Standort wart und was euch vielleicht sogar eher anspricht. Das interessiert mich persönlich mega. Und damit war es ein richtig geiles Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Checkt gerne Schnitzery ab. Verlinke ich euch einmal hier. Und natürlich auch Beef and Buns. Das seht ihr hier. Und damit würde ich mich freuen über ein Like, über ein Abo. Checkt auch gerne unseren Hauptkanal ab. Denn ich sag mal so, eine Schnitzery Food Challenge. Das wär's doch. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das für unseren Hauptkanal sehen wollt. Macaroni and Cheese Schnitzel Food Challenge. Lege ich mich ins Zeug, dass wir mit Schnitzery das Ganze hinbekommen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder auf diesem Kanal oder unserem Hauptkanal Big M. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.